So, guten Morgen. Ein neuer Tag in Köy. Und heute werden wir Dolma machen. Und Lahana Sarması. Und Lahana Sarması. Auf jeden Fall, ich wollte halt die türkische Art filmen, wie man das macht. Es gibt auf jeden Fall auch die arabische Art. Dazu kann ich aber nicht so viel sagen, weil ich selber weiß nicht so viel. Ich habe die arabische Art nur gegessen und nicht so oft gemacht. Aber auf jeden Fall, wir haben hier Zehra neben mir. Hi. Und uns war gestern richtig übel. Auch heute. Sehr übel. Heute geht es uns besser. Wir sind bereit, darüber zu essen. Hele nasıl boşalttık tepede? Also, was macht ihr jetzt? Das ist jetzt Teil 3 unserer Hausfrau. Çok çok kolay ya, yetişmeyecek. Also Arabisch mal Fuf, wie ist es auf Türkisch? Lahana Sarması. Lahana Sarması. Und danach machen wir noch Dolma. Ja, also Mahshi auf Arabisch. Mahshi. Bak dedim ki Necmettin amca var. Eskiden beri arkadaşım. Yoldan gitmiştik. Onun yanına git dedi. Orada oturuyor mu? Gitsen mi istiyordu diye kontrol yapıyordu. Nereye ben derdim yanına? Bizim aramızda yarım saatten fazla bir mesafe var. Ona araba aldı getirdi. Ben yürüyerek. O yüzden daha iyi. Deden yürüdü gitti, sen de peşi sıra çıktın. 7.30'da da ben aşağıda yürüyorum dediğine göre. Yani ülkede ne güzel yani anlattığımız konu bulamaz. Also normalerweise sind die Dörfer alle so. Wir haben einen kleinen Hof in der Mitte. Auf dieser Seite war das Zimmer mit dem Klima. Das ist immer noch da. Und auf der anderen Seite war ein anderer Raum. In der Ecke so die Küche. Und dann konnte man halt, wie gesagt, die Treppe dann so hoch zum Dach, sag ich mal so. Ja, aber jetzt wurden die meisten Häuser modernisiert. Es gibt also nicht mehr so einen Hof, sondern die Häuser liegen aufeinander halt wie so ein richtiges Haus halt. Yürü.
Dorf suchen Frauen täglich Holz, weil sie sonst erfrieren zu Hause. Das Holz wird dann für den Ofen genutzt und gebrannt. Das Feuer dafür nehmen sie nicht aus Feuerzeugen, sondern müssen es wie die Neandertaler selbst machen. Hier sehen Sie eine vierfache Mutter auf der Suche nach Holz. Jedoch ist das Holz, was hier liegt, viel zu frisch, da es vor 2 Tagen geregnet hat, was hier auch sehr selten vorkommt. Nur alle 15 Jahre regnet es einmal. Die Menschen trocknen hier aus. Oh, das riecht so gut. Oh ja. Ich gehe gerade zu einem Haus, weil ich gerufen wurde, bei einer Beschneidung dabei zu sein und den Jungen danach zu filmen, beziehungsweise ein Foto von ihm zu machen. Schimmer Farah jetzt dabei. That was today's adventure. Thanks for tuning in. Don't forget to subscribe, and I'll see you guys in my next video.